Ich mag so eine gewisse Härte. Also ich bin nicht so soft in meiner Arbeit. Ja. Privat schon eher, aber das ist eine andere Geschichte. Ich löse das Trauma auf, indem ich das irgendwie konfrontiere mit so einer gewissen Härte. Leute, die meinen Safe Space stören, die werden knallhart blockiert von mir. Man muss das lieben, worüber man sich lustig macht. Was die wenigsten über die Meme Queen Svea Maus wissen, ist, dass sie mit bürgerlichem Namen tatsächlich Svea Mausolf heißt. Puh. Mit 250.000 FollowerInnen begeistert sie ihre Fans mit täglichen Memes. Und da ist sie auch schon. Svea, komm zu mir. Natürlich standst du schon die ganze Zeit da. Wir müssen gar nichts tun. Ich habe auch alles gehört, was du gesagt hast gerade. Schön, dass du bei mir bist. Gerne. Deine Themen sind ja feministische Themen, toxische Männlichkeit, der tägliche Abfuck über die Boomer-Generation. Ja. Gib uns doch einmal noch mal einen Einblick. Wie hat das angefangen? Warum wird man zu Meme-Künstlerin? Das ist super schwierig, dass auch ganz organisch irgendwie passiert. Stimmt, weil du erstmal für Friends angefangen hast zu posten, genau, oder? Eigentlich nur für so den engeren Kreis. Also es war natürlich, ich habe ja bildende Kunst gemacht, dann ist das natürlich auch so ein bisschen die Kunstszene, in der das passiert ist. Und dann irgendwann habe ich so mit der Face-App, kennst du die? Ja, klar, da habe ich Politiker ins jeweils andere Geschlecht verwandelt. Und das war der Durchbruch. So beziehungsweise der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das kann irgendwie darüber hinaus was sein. Und ich habe mich schon immer für so Internetkultur interessiert. Also ich weiß nicht, wir sind gleicher Jahrgang. Bin ja irgendwie mit Tumblr. Nicht mit Tinder aufgewachsen, sondern mit Tumblr. Kurz die Sachen durcheinander gebracht. Jedenfalls. Same, aber für manche auch, je nachdem. Aber so, wir haben irgendwie mitgekriegt, wie so Meme-Kultur entsteht. Und irgendwie fand ich das immer super, super interessant und habe dann daraus irgendwie versucht, was zu machen. Auch so ein bisschen, weiß nicht, als letzte Chance irgendwie was zu werden. Ja, weil du du hast 10 Jahre Fotografie studiert. Ja. 20 Semester lang. Du dachtest eine Zeit lang, du könntest irgendwie daraus so eine Malerei-Karriere oder so machen. Richtig. Aber das hat sich ja dann irgendwann erübrigt und mittlerweile kannst du damit dein Geld verdienen. Das ist halt dein Job. Ja. Das glauben ja manche gar nicht. Nee, so ich auch nicht. Ne? Ja, Herr Glückwunsch, das ist für mich auch eine Überraschung, dass es so geklappt hat, wie es geklappt hat. Ja, dass ich jetzt tatsächlich irgendwie meinen Alltag damit bestreiten kann. Ja, auf jeden Fall. Was mir ja bei meiner Arbeit sehr wichtig ist junge Menschen, also uns und Jünger auch anzusprechen. Ja. Ich muss sagen, ich fühle mich auch angesprochen, wenn ich sage, es ist ja schwer mit der Aufmerksamkeitsdauer. Ne? Ja. Also ich bin ja schon fast jetzt gelangweilt, weil es so langsam geht. Deswegen mache ich jetzt eine Schnellfragerunde, damit unsere Gehirne so mehr Dopamin bekommen. Bist du bereit? Okay. Taylor Swift, overrated oder underrated? Ganz heißes Pflaster. Los, okay. Overrated natürlich. Ja, ist so. Welches ist dein Lieblingstattoo? Was? Tipp? Lieblingstattoo. Lieblingstattoo ist komplett Yakuza. Und hast du das selber? Nee. Also, okay. Ach so, mein Lieblingstattoo, ich habe ein Tattoo von Grace Jones. Das ist mein Lieblingstattoo. Mega. Welchen Abteil im ICE unbedingt vermeiden? Unbedingt vermeiden, Toilettennähe. Ja, stimmt. Lieber Fliesentisch oder ausgestopfter Elch im Wohnzimmer? Lieber den Elch. Okay. Was ist peinlicher, immer noch zu sagen, okay, Boomer oder Riz? Peinlicher, okay, Boomer. Okay, ich finde immer Riz peinlich, weil ich mir denke, boah, ich bin 30. Und wenn ich dann so versuche, so die coolen Wörter so einzubauen. Weder das eine noch das andere. Ist besser so, ja, sollte ich mir merken. Memes lieber ans Museum oder an das 20€ Kunstmagazin verkaufen? Lieber das Museum. Aber machst du nicht so gerne, richtig? Nee. TikTok oder Insta? TikTok. Natürlich. Letzte Frage, du bist der letzte Mensch auf der Welt, was machst du? Der letzte Mensch auf der Welt, was mache ich? Ich glaube, ich würde ins Meer gehen und schwimmen. Oh, süß, da sind wir auch schon. Überrascht. Hier ist es. Die meistgestellte Frage, die ich in deinen Kommis so finde, ist, warum so on point? Okay. Und ja, warum denn so on point, Svea? Wie machst du das? Dass wir fragen, warum siehst du so gut aus? Das weiß ich auch. Du meinst so ein Kompliment, was aber eigentlich so ein bisschen weird klingt mäßig. So, wie kannst du nur so gut in deiner Arbeit? Das weiß ich auch nicht, das ist ja irgendwie... Nee, aber was gibt dir diese Beobachtungsgabe von zum Beispiel diesem Einblick in eben diese Themen, in die du dich lustig machst? Zum Beispiel so Gutbürgertum und so. Ich glaube, das ist schon auch so eine große Liebe dazu.
das so beobachten zu wollen. Oder ich erfreue mich total an so Sachen wie im Café sitzen und mir die Leute angucken. Machst du das tatsächlich auch? Ja, das mache ich gerne. Ach, crazy. Und sonst weiß ich gar, also das ist so, das lernt man ja auch irgendwie nicht. Ich glaube, ich kann das einfach ganz gut. Aber es ist dann auch immer super weird zu sagen, ja, ich kann das halt. So. Naja, aber das ist ja das, was du sagst, dass du beobachtest, dass du dir das zur Aufgabe nimmst. Du hast auch in anderen Interviews schon mal so erzählt, dass du dich in so eine Bar oder so setzt, wo du gerade die Menschen antriffst, über die du später Ich gehe gerne in Kneipen, wo Elchköpfe hängen, tatsächlich. Was du aber ja auch gerne sagst, ist eben diese Begeisterung, aber auch diese positive Wohlgesonnenheit, die dahinter steckt. Man muss das lieben, worüber man sich lustig macht. Und wenn du das so sagst, überrascht es mich fast oder vielleicht auch nicht, weil natürlich ist dein Humor einfach mit so einer krassen Härte dahinter. Also wie kannst du dann sagen, dass das schon so mit Liebe ist? Ist das, weil du selbst so aufgewachsen bist und es einfach so kennst? Oder wie ist so deine Erfahrung damit? Mit dem, was ich beobachte oder was ich mache? Ja, besonders oder? mit den so Generationenkonflikten, über die du dich lustig machst oder so die ein oder andere Inneneinrichtung, die dabei ist. Ja, das ist halt, ich bin halt in diesen Inneneinrichtungen, über die ich mich auch manchmal lustig mache, aufgewachsen. Und damit meinen wir so Holzmöbel. So Pressspanmöbel, sowas, was man im Otto-Katalog bekommen hat, die hässliche Schrankwand und so weiter. Und das ist halt irgendwie was, das kennen in unserer Generation super viele, weil das irgendwie so einen Möbelstil zusammenfasst, der so einen guten Mittelstand abbildet, so eine gewisse Geschmacklosigkeit. Ja. Und weiß nicht, für mich löst das so eine Nostalgie aus. Und da treffe ich, glaube ich, einen ganz guten Nerv, weil es sicherlich auch in anderen, so wie ich das merke, wie ich die Resonanz irgendwie bemerke, resoniert das in ganz vielen Leuten und löst dann was aus. Ob es jetzt schlechte Erinnerungen sind oder gute, aber das kann man ja irgendwie dann auch so verwursten und sagen, okay, ich löse das Trauma auf, indem ich das irgendwie konfrontiere mit so einer gewissen Härte. Ja. Und gehe da voll rein. Und ich mag so eine gewisse Härte. Also ich bin nicht so soft in meiner Arbeit. Ja. Privat schon eher, aber das ist eine andere Geschichte. Das darf ja niemand wissen. Auf keinen Fall. Ja klar, weil zum Beispiel eben mit so Texten wie, boah, auf diesem Bett und dann so einer richtig schlechten Bettwäsche oder so. Hier mit einer Beleidigung, die nur für queere Menschen gedacht ist, beleidigt werden oder so. Ne? Ja. So, das kommt dann zum Beispiel dabei raus. Aber wie fühlst du dich dann, wenn in den Kommentaren halt gefeiert wird, dass diese Härte von einem Joke dafür da sein soll, um natürlich auch so in Leuten was auszulösen und das funktioniert ja auch, das ist ja auch das Geile an deiner Arbeit. Wie fühlt sich das aber an, wenn dann auch Jonas lacht, dessen Eltern ein Haus auf Sylt haben oder so? Ich glaube, so jemand wie Jonas, der auf Sylt aufgewachsen ist, der würde mir eher ein nach unten treten vorwerfen, weil für ihn ist das eine Abbildung einer Schicht, zu der er nicht angehört. Und empfindet das, glaube ich, anders als ich, die daherkommt und kann das gar nicht einordnen. Und das ist dann immer so ein bisschen das Problem, wenn man das gar nicht kennt. Und ich glaube, der Jonas aus Sylt, der kennt das gar nicht so. Der ist auf Sylt aufgewachsen. So. Stimmt. Das heißt, Pony Club. Was glaubst du, bei welchen Crowds merkst du noch so, die checken deinen Humor nicht so? Nazis checken das nicht. Nein, schade. Ja. Oh, jetzt hier Treppensteigen dafür. Ja, du hast die Geländerseite. Ja, Glück gehabt. Naja. Und sonst, ich glaube, Boomer manchmal nicht. Aber das ist dann auch, was sagen die dann? Heute wurde mir vorgeworfen, ich sei Populistin. So, weiß ich auch nicht. Da habe ich mir das nochmal erklären lassen in den Kommentaren, was das ist. Nee, was ist ein Populist, habe ich gefragt. Da ist die Person komplett ausgerastet, glaube ich, zu Hause in ihrem... Manchmal kommt ja dann so ein Roman. Das finde ich ja immer sehr spannend. Und dann noch mal eine Gegenfrage stellen, dann... ticken die komplett aus. Da sieht man dann aber auch die Dedication, ne? Wenn Leute in ihrem Hate halt eigentlich gerade so einen ganzen Roman verfasst haben, dann merke ich halt so, wow. So ich finde es crazy. Also ich hab irgendwie, ich habe keine Familie, ich habe keinen Fulltime-Job und trotzdem habe ich nicht irgendwie die Zeit und die Lust, so Hate-Kommentare zu verfassen. Ich frage mich dann immer, was ist los, dass ihr irgendwie dafür so viel Energie aufbringt und ihr setzt euch hin, ihr schreibt aktiv was und ihr drückt dann auch noch auf Senden. Das
verstehe ich irgendwie nicht. Das finde ich dann eher armselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe diesen Full-Circle-Moment, weil doch in der Kunst immer alle so sagen, so Kunst soll berühren, bla bla bla. Ja. Und die wenigste Kunst, die einfach in den heftigsten Museen hängt, berührt uns wirklich oder je nachdem wen, keine Ahnung. Und deine Kunst tut es halt und das hast du jetzt geschafft. Und zwar sowohl in dem Sinne von, oh mein Gott, endlich checkt mal jemand und entweder guckt mal jemand dahin, wo ich immer hingeguckt habe, aber nie drüber lachen und weinen konnte zugleich. Oder halt Leute regen sich über dich auf, kann natürlich auch sein. Was ja sich durchzieht, ist, dass deine Arbeit auf jeden Fall ein feministisches Mittel ist, um sich mit Humor halt, mit deinen Erfahrungen oder auch denen von der großen Community halt irgendwie auseinanderzusetzen. Und letztes Jahr hatte ich Alok Vaid-Menon bei mir bei Kurz zu Gast und deren Gedichte und Bücher und Comedy erreicht die ganze Welt. Und Alok sagt zum Beispiel, dass Comedy halt in Aloks Fall eine Überlebensstrategie ist. Wie siehst du das? Ich finde das auch. Also Humor, finde ich, entsteht ja immer dann, wenn man irgendwie nicht immer, das ist natürlich auch irgendwie sowas sehr Individuelles, aber ich finde, dass das immer auch, dass immer so ein Trauma auch dem zugrunde liegt, irgendwie Humor zu entwickeln als Überlebensstrategie in einer vielleicht nicht so gesunden Umgebung, in der man vielleicht aufwächst oder du sagst jetzt Mann, aber damit meinst du schon deine eigenen Erfahrungen wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin queer und ich glaube, als queerer Teenager in einer Kleinstadt kommt es so von ganz alleine, dass man irgendwie nach Überlebensstrategien sucht, wenn man irgendwie auf dem Schulhof hört, dass schwul das erstbeste Schimpfwort ist, dann oder man selber als Kampflesbe beschimpft wird, obwohl man überhaupt gar nicht geoutet ist oder so. Da muss man ja schon gucken, wie geht man damit um. Und ich glaube, der gesündeste Weg ist immer noch irgendwie vielleicht so einen guten Humor zu entwickeln, um das zu überleben, anstatt sich irgendwie vielleicht selbst zu verletzen oder sowas. Das ist ja auch irgendwie die traurige Wahrheit dahinter. Ja, voll. So. Und ich glaube, vielen lustigen Leuten geht es ähnlich. Ja. Hattest du andere gesunde Ventile, bevor du Meme Queen wurdest? Was hast du dann gemacht in deiner Jugend, in der Kampflesbe ein normales Schimpfwort war? Ich habe viel gekifft. So, aber das mache ich jetzt nicht mehr. So, aber und natürlich auch, also ich bin ja auch hinter den Memes bin ich ja auch eine Privatperson. Da bin ich ja auch irgendwie, ich war schon immer so Klassenclown auch und habe es schon immer irgendwie genossen, Leute zum Lachen zu bringen und habe auch irgendwie gemerkt, das kann auch so ein Türöffner sein oder das so, da kann man seinen Kopf auch ganz schnell mal aus der Schlinge ziehen, wenn man Scheiße gebaut hat oder sowas. Ja. Und sonst Ventil, ich glaube, wir hatten also ich war auch feiern und so, also ich habe hey, Eskapismus, Alter, ist halt ja voll, so ein bisschen sich wegknallen einfach, so kann ich ganz ehrlich sagen. I can relate. Voll, ja. Und wie krass, dass es halt manchmal einfach sehr, sehr lange dauert, um Ventile zu finden oder auch sehr lange dauert, um überhaupt erstmal Antworten zu haben. Also es ist bei mir zum Beispiel auch so, ich bin ja auch queer und merke jetzt erst so im Nachhinein macht es irgendwie Sinn, als Jugendliche groß zu werden, keine Vorbilder zu haben, diese ganzen negativen Erfahrungen auch nicht so richtig zu checken, so wo gehöre ich eigentlich so dazu. Und dann eben erst später diese Antworten zu haben. Ja. Ich habe das bei mir genauso, dass ich jetzt erst denke, ach krass, das mit dem Eskapismus, das macht irgendwie so Sinn. So, da braucht es einfach irgendwie so einen Motor. Ja, oder auch so tagelang so sich kaputt arbeiten in diversen Ateliers oder sowas. Das ist ja auch irgendwie. Was hast du da gemacht? Ich habe ja gemalt. So, oder irgendwelche anderen Ausstellungen oder whatever konzipiert. Ein bisschen peinlich darüber zu reden, to be honest. Weiß nicht, bildende Kunst, das ist auch so, weiß nicht, eine ganz andere Welt. Jedenfalls, das ist ja auch irgendwie so Welt aus, Eskapismus an oder was auch immer. Und dann sich so ein bisschen rausnehmen einfach aus dem, was einem vielleicht nicht gut tut. Oder überhaupt erst zu merken, hey, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, stimmt. Leute sagen ja so, das ist jetzt alles anders. Ne? Das mit der Representation haben wir jetzt durchgespielt. Ja, der Brad Summer ist zwar vorbei, aber Leute, Flinter sind angekommen in der Kunst- und Popkultur. Siehst du das genauso? Also es ist auf jeden Fall viel mehr geworden, viel mehr Repräsentation. Also wenn ich mir vorstelle, als ich aufgewachsen bin, was waren meine queeren Vorbilder oder so, da muss ich schon echt nachdenken. Und dann will ich auch nicht sagen, okay, das war irgendwie Tanja Schildknecht aus der Lindenstraße oder Carla von Lahnstein aus Verbotene Liebe. Oder Hella von Sinn. Nee, das war dann meistens nicht die. Also Grüße gehen raus. Grüße gehen wirklich diese raus. Frau. Aber damals habe ich es halt noch nicht gecheckt, wie iconic Hella von Sinn ist. Ja, voll. Man ist dann auch immer so, man lebt ja in einer Gesellschaft,
Und man kriegt ja dann auch irgendwie den Blick einer Gesellschaft aufgezwungen und dann auch irgendwie alles Hässliche und Negative. Und wie man dann irgendwie mit Leuten, die vielleicht queer sind, umgeht und dann, wo ganz viel Hass drauf projiziert wird, den man ja selber erstmal annimmt. Also es ist ja super viel internalisierter Hass, aus dem man sich erstmal rauskämpfen muss. Und das ist ja auch irgendwie voll schwierig, sich selber zu akzeptieren. Aber das kennen wir ja viel. Und findest du aber jetzt mittlerweile hat sich das also verändert? Wie siehst du jetzt gerade so die Branche? Mit der Branche meine ich jetzt so, die dich umgibt. Also du bist nicht nur Miep-Künstlerin, sondern natürlich durch deine Arbeit auch automatisch in der Popkultur, aber auch Unterhaltungsindustrie irgendwie mit verankert. Mir ist schon wichtig, irgendwie immer zu sagen, dass ich queer bin, um eben diese Repräsentation zu schaffen und zu sagen, mich gibt es, ich habe meinen Erfolg und ich bin auch queer, um eben vielleicht auch so ein kleines bisschen ein Vorbild zu sein, also dadurch so ein bisschen Aktivismus zu betreiben, einfach zu sagen, ich bin da und ich darf da sein und ich möchte da sein. So. Und du sagst ja auch, dass gerade eben mit dieser Message du auch ein Safe Space sein möchtest oder die Plattform, die du kreierst, zum Beispiel schon mindestens mit deiner eigenen ein Safe Space sein soll. Wie machst du das? Leute, die meinen Safe Space stören, die werden knallhart blockiert von mir. Also da nehme ich keine Gefangenen. Wenn das, was sie hinterlassen, sehr beispielhaft für deren Dummheit ist, dann lasse ich das auch gern mal stehen. Aber sonst bin ich da eigentlich rigoros und wie machst du das? Also ich arbeite sonst in so Redaktionen von Öffentlich-Rechtlichen. Die kriegen das teilweise noch nicht mal hin, wenn es halt 10 Content-ManagerInnen gibt. Und du machst das alleine, richtig? Ja, meine Community ist tatsächlich noch sehr, sehr lieb zueinander und so. Also ich hatte jetzt vor kurzem eher also so ein bisschen mitgekriegt, wie es auch sein kann, wenn es nicht mehr so lieb wird, weil ich so einen Anti-AfD-Post gemacht habe und dann natürlich die ganze rechte Bubble irgendwie das auch so ein bisschen mitgekriegt hat und dann irgendwie auch ihren Senf dazu geben musste. Und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, wie es auch sein kann, wenn man super viel Hate bekommt. Aber da lasse ich mich eigentlich gar nicht so unterkriegen. Und das ist halt dadurch, dass es so human noch zugeht bei mir, ist es gar nicht so krass mit dem Moderieren. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass so das, was in den Kommentaren abgeht, weiß ich nicht, ob das meine Aufgabe ist, das zu moderieren, weil das ja irgendwie auch so ein Raum ist, den ich kaum mehr kontrollieren kann bei der Menge an Followern. Deswegen lasse ich das meistens auch ein bisschen laufen. Wenn es zu menschenfeindlich wird, dann mache ich da natürlich schnell kurz einen Prozess so. Aber sonst, ich meine, not possible. Ja, das stimmt ja total. Also irgendwann auch noch zu wissen, die Verantwortung ist irgendwo zu Ende und trotzdem hast du anscheinend einen Anspruch und auch eine klare eigene Netiquette zu sagen, hey, sorry, nur bis hier und nicht weiter. Okay, jetzt muss ich natürlich unbedingt wissen, was denkst du denn ist die Zukunft der Meme-Kultur? Was glaubst du, wird noch passieren oder was wünschst du dir? Also ich glaube, das wird jetzt erstmal, also das ist ja ständig im Wandel. Ständig kommt irgendwie was dazu. Zum Beispiel als TikTok dazugekommen ist, hat sich das ja auch so ein bisschen eine Sprache verändert. Weil zum Beispiel da der Sound das Meme trägt auch. Das ist ja eine ganz andere Sprache, wie zum Beispiel ein Witz transportiert wird. Und rückblickend, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob es immer Meme genannt, also es wurde ja nicht immer Meme genannt, aber ich glaube, es gibt so Running Gags, die sich so durch Kulturen tragen, die schon immer da waren. Also ich glaube, dass einfach diese Witzkultur sozusagen fortwährend existiert, sich nur eben die Form ändert. Und da bin ich auch gespannt, was passiert. Also welche Plattformen existieren, welche Arten des Konsumierens von Entertainment noch dazukommen. Das wird sich zeigen, aber ich glaube, gelacht wird immer. Gelacht wird immer und du meinst quasi so auch dieser Insider, so dieser Humor untereinander in so einer Bubble. Ja, geil, voll, fühle ich total. Auf was hoffst du bei dir persönlich? Auf was können wir uns freuen bei dir? Also ich schreibe jetzt gerade ein Buch, also es wird ein Roman und der kommt im April raus. Macht sehr viel Sinn, weil du hast ja auch zum Beispiel Drehbuchschreiberfahrungen. Genau, einmal habe ich schon einen Sketch geschrieben. Und sonst für mich war das immer so ein Wunsch auch, ein Buch zu schreiben, also literarisch zu schreiben auch. Und für mich war das Memes machen immer so ein Schritt dahin.
Und da hat sich jetzt dadurch so ein Traum auch erfüllt. Und jetzt, schön. Ja. Können wir also darauf hoffen, dass die Figuren und Charaktere, die du bereits entwickelt hast, darin Platz finden? Also ich glaube, es wird sich einiges aus Memes oder Narrativen aus den Memes schon wiederfinden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich über so ein Wie keine Angela Merkel dann so mit Dreads? Ach, schade, okay. Also, es kommt bestimmt eine Person, die Dreadlocks hat vor. Das verspreche ich euch. Ja, wahrscheinlich weiß sein. Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Schön. Ich freue mich sehr, sehr auf alles, was kommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt hier irgendwo hinklickt, um die anderen Folgen von Quotes euch reinzuziehen. Denn es gibt einige Folgen. Es gibt mit Kate Nash Folgen. Es gibt mit ganz tollen ModeratorInnen wie Viktoria Reichelt und Eileen Kasi Folgen. Und die solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Ich danke dir. Ich danke dir. Tschüss. Ciao.